Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute ist nicht Brautag, sondern ich stelle euch heute eine Methode vor, die ich mir ausgedacht habe zum Thema Hopfenstopfen. Und zwar teste ich dabei, wie ein Hopfen schmeckt, wenn ich ihn stopfen würde in ein Bier. Und ich mache das Ganze, indem ich einen Hopfenauszug aus Wasser mache und den dann nochmal leicht nachfermentiere. Folgende Sache habe ich gemacht. Ich tue Leitungswasser in Glasflaschen, kaltes Leitungswasser, dann den Hopfen dazu, ungefähr 2 Gramm oder sowas, ne? Je nachdem, was man später anwenden will. Es gibt Leute, die stopfen mit bis zu 10 Gramm pro Liter, aber ich habe jetzt ungefähr 2 Gramm hinzugetan, einmal Pellets, zweimal Dolden. Und das Ganze lasse ich dann 3 Tage ziehen. Jetzt ist das gerade 3 Tage her, dass ich die so zubereitet habe. Und was ich als nächstes machen werde, ist das Ganze abfüllen, filtern und zurückfüllen. Und dann kommt hier ein klein bisschen Hefe mit der richtigen Menge Zucker rein, um das Ganze gerade zu Sprudelwasser zu machen. Mit ein klein bisschen Alkohol dabei. Dann habe ich am Ende den gleichen Effekt, wie wenn ich gegen Ende einer Fermentierung den Hopfen dazugeben würde. Wo die Hefe noch ein klein bisschen aktiv ist und den Hopfen noch ein klein bisschen umwandelt, aber die Hefe nicht mehr so aktiv ist, dass Aromastoffe rausgedrängt werden über das CO2 aus der Gärflasche. So, die Hopfen, die ich bisher gemacht habe, sind hier einmal Target, Motueka aus Neuseeland und Kashmir. Und vorher habe ich schon Tests gemacht an Styrian Golding und an Kalista. Und ich habe einen echt slowenischen Styrian Golding genommen, den haben mir meine Schwiegereltern aus dem Urlaub mitgebracht. Der ist nicht gegen Sauerstoff geschützt und irgendwie ein Jahr ungefähr völlig oxidiert und warm gewesen. Es gibt Bücher, die sagen, da gibt es dann weniger Aromastoffe oder mehr Aromastoffe, furchtbare Nebengeschmäcker, alles ist gut. Das kommt wohl auf den Hopfen an, deswegen habe ich das einfach mal aus Jux getestet. Was ich bisher geschmeckt habe, ist, dass Styrian Golding eine tolle, leichte Fruchtigkeit macht. Rosinig, typisch wie so die englischen Golding-Hopfen auch. Das war bei diesem Hopfen hier so ähnlich. Allerdings hatte der tatsächlich einen Nachgeschmack nach Hartkäse. Kann ich also nicht empfehlen. Den würde ich nur noch, wenn überhaupt, dann in einem gut gekochten Zustand verwenden, also die letzten 10 Minuten. Der Kalista da ist mir aufgefallen, dass bei ungefähr der gleichen Menge an Hopfen das Ganze deutlich fruchtiger war, also am Geruch, das war Grapefruit ohne Ende und im Geschmack dann sehr viel bitterer, obwohl der auch nur 2,x% Alpha-Säuren hat, also ähnlich wie der Styrian Golding. Bei diesen hier, die sind jetzt alle über 10% Alpha-Säuren und das sind die ich auch, wenn ich in IPA oder etwas in der Art demnächst machen würde, verwenden wollen würde. Und deswegen will ich jetzt hier auch testen, wie die sich verhalten, ne, wenn man sie quasi Hopfen stopft. Und dementsprechend werde ich die jetzt umfüllen, wie ich das eben gesagt habe. Achso, bevor ich es vergesse. Eine der schönen Sachen ist, das Ganze lagert kaum und wird nur ein bisschen Hefe hinzugefügt und es gibt nur sehr wenig Nährstoffe. Deswegen ist das relativ sicher und ich muss jetzt nicht super steril arbeiten. Kommt mir natürlich entgegen. So, jetzt habe ich das Ganze abgefüllt und werde jetzt noch ein bisschen Hefe hinzufügen und dann kommt der Zucker noch dazu. Als Hefe habe ich hier eine Weizenhefe vorbereitet. Die mache ich gerade für ein anderes Bier und werde die deswegen einfach abgreifen. So ein Spritzer pro Flasche ungefähr. So, dann kommt jetzt der Zucker. Ich habe so eine nette Dosierhilfe, die war auch in dem Besserbrauer-Paket damals dabei. Und die ist halt für die Flaschengärung gedacht. 0,33 Liter Flasche, 0,5 Liter Flasche und 0,75 Liter Flasche.
Passt perfekt zu meinen Wasserflaschen und ich möchte eine ordentliche Karbonisierung am Ende haben, damit ich das Ganze vernünftig beurteilen kann, wie das schmeckt. So. So, und das Ganze muss jetzt eine Woche lang warm stehen. Und wenn man es danach trinken möchte, sollte man es dann wieder abkühlen, damit es halt vernünftig schmeckt. Und die haben teilweise noch einige Trübstoffe drin, vor allem das Pellet, der Pellethopfen, die anderen weniger. Und das bewirkt dann, wenn man das schön kühlt, dass das auch entsprechend abfällt und precipitated, sedimentiert. So, dann würde ich sagen, erzähle ich euch in der Woche, wie es schmeckt. So, es ist eine Woche später. Die Flaschen waren 6 Tage warm und jetzt 3 Tage kalt im Kühlschrank. Das heißt, es sollte klar sein, die Hefe sollte sich abgesetzt haben. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit der ersten Flasche an. Ich mache mal so 150 Milliliter von jedem. Der Alkoholgehalt ist ja vernachlässigbar. Also ich glaube, das sind weniger als 0,5%. Und wie ich schon erwähnt habe, also diese Art, das zu machen, ist, glaube ich, sehr ähnlich wie das, was heutzutage als Hart-Seltzer so gefeiert wird. Also die Idee einfach Zucker, Wasser, fermentieren und dann hat man dann auch Aromastoffe drin. Nur dass ich natürlich, also ich würde niemals einen Hart-Seltzer einfach mit Aroma zugießen, wenn man also Hopfen stopfen kann, ne? Dry Hop. Das ist halt einfach viel angenehmer. Und da hat man ja wirklich die Kunst, ein natürliches, aber sehr fruchtiges Aroma zu erzeugen. Ach, guck mal. Das eine ist richtig gelb. Das hatte ich beim letzten Mal, wo ich Kalista und Styrian Golding verglichen habe, auch. Da war einer ganz gelb. Ich glaube, das war der Kalista, der dann gelbe Stoffe da noch mit reinbringt. So, ich sollte das hier lassen. Jetzt weiß ich gleich nicht mehr, welcher ist. Fangen wir mal an mit dem Target. Ich bin mal gespannt, wie Target schmeckt. Oh wow, also zitronig, Grapefruit-Geruch. Ja, also ganz eindeutig Zitrus. Aber nicht, also wenn ich den zum Bierbrauen benutze ich den bisher immer, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Post-Boil. Ich habe letztens Kalthopfen gesagt, aber das ist wohl nicht richtig. Wenn man den ab 80 Grad am Ende des Kochvorgangs, also nach dem Kochen, hinzugibt und man nur einen Heißauszug aus dem Hopfen macht. Ist knackig bitter. Also das ist auch logisch bei 12% Alphasäuren. Ja, also wenn man den Postboil benutzt, dann ist der sehr klar zitronig. Der riecht jetzt tatsächlich wie Zitronensaft, muss ich sagen. Irgendwie, der hat so die Vielschichtigkeit, als würde man wirklich in eine Zitrone beißen. Und man hat gar keine grasigen Komponenten. Der einzige Nachteil ist eben, dass das Bier dadurch recht bitter wird. Aber es ist auch keine unangenehme Bittere. Tatsächlich finde ich, dass wenn man den Target kocht, ja, wobei vergleichbar, ist eine vergleichbare Bittere, glaube ich. Das ist jetzt wirklich im Mund wie bei einer Grapefruit. So, ich versuche mal die Nase frei zu kriegen. So, was haben wir hier? Okay, das ist der Kaschmirhopfen. Der riecht, ja, deutlich vielschichtiger. Also da habe ich mehrere Aromen gleichzeitig, die ich erstmal zuordnen muss. Ananas. Auch was Zitrusiges. Bin mir nicht sicher, ob das vielleicht Limette sein könnte. Limette, Ananas und dann auch die Mango, die man zum Beispiel bei meinem Weizenbock, als er vergärt hat, die ganze Zeit riechen konnte. Ja, der Hopfen selber riecht ja auch nach Mango, hatte ich glaube ich erzählt. Interessanterweise ist bei der Flasche die Kohlensäure ein bisschen besser. Obwohl über die gleiche Hefe drin war und so. Boah, der hat aber der ist bitterer, obwohl er nur 7% Alphasäuren hat, außer der Target war älter, das kann natürlich sein. Der ist bestimmt ein Jahr älter. Das hier ist so eine aggressivere, bittere. Also tatsächlich finde ich den Target-Hopfen nicht nur, dass er weniger bitter ist, ich finde auch die Aggressivität viel weniger. Das ist eine mildere, bittere. Das hier ist jetzt so, wie wenn man in Chicorée beißt. So würde ich das sagen. Aber vom Geschmack und Aroma echt toll. So, dann haben wir jetzt den nächsten noch. Das ist jetzt Motueka aus Neuseeland.
Ja, ich habe Motueka auch schon einmal benutzt für einen Single Hop. Was war das? Motueka Märzen ist so ein Bier von der Deutschen Hobbybrauervereinigung, ein Rezept. Das war sehr stark mandarinig. Und jetzt rieche ich auch Mandarine hier. Hat auch eine deutliche bittere. Tatsächlich ist bei allen dreien der Geschmack sehr viel wässriger. Wobei, ich muss sagen, der Target, da hatte ich das Gefühl, dass wenn man das schmeckt, ist es noch deutlicher Zitrone mit vielen Aspekten. Bei den anderen ist es so, dass wirklich der Geruch sehr stark ist und danach kommt wenig. Tatsächlich bin ich von Target sehr angetan. Vielleicht soll ich den mal öfter als zum Hopfenstopfen benutzen, einfach mal zum Testen. Ja, die anderen zwei riechen auch sehr lecker. Das Ganze wird natürlich deutlich anders schmecken, wenn da jetzt noch die anderen Komponenten mit dabei sind. Also der Geschmack im Hopfen, der kommt ja besonders dann zur Geltung, wenn man den spät beim Kochen zugibt, die letzten 10 Minuten oder eben nach dem Ende des Kochvorgangs. Dann bekommt man Geschmackskomponenten. Und ich denke mal, wenn man das jetzt kombiniert mit dem Weizenbock, dann wird das auch sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall nicht auf den Target verzichten. Ich werde mir mal überlegen, ob ich den Target so hauptsächlich und die anderen beiden zur Ergänzung mache. Das ist natürlich auch interessant. Also Hopfen können auch anders wirken, wenn man die kombiniert, weil dann die essentiellen Öle sich ergänzen können. Aber das sind so viele Kombinationen, die kann ich natürlich nicht alle durchprobieren. Ich werde mal gucken, vielleicht mache ich nur das Zitrusige, dann wäre das Target und Motueka, Mandarine, Zitrone. Oder ich gehe auch in die tropischen Früchte. Das war ja Ananas, Mango, Limette. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft noch weitere Hopfen so testen. Ich habe mir einen Riesensatz englischer tropisch schmeckender Hopfen besorgt. Das sind so modernere Züchtungen, wie zum Beispiel Olicana oder Endeavour, die wohl alle modern sind, aber halt eben aus England kommen, nicht aus den USA. Und da wollte ich mal so eine Übersicht drüber machen, wie das schmeckt. Ja, jedenfalls hoffe ich, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, es war interessant. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bis dann.